Einen wunderschönen Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Wir befinden uns auf dem Gelände einer Mine und haben hier schon ein paar Sachen herausgefunden. Und zwar, dass rivalisierende chilenische und mexikanische Firmen sich hier um diese Mine gebalgt haben und einer hat gewonnen. Und hier ist möglicherweise, ich betone aber auf möglicherweise, ein Ort und ein möglicher Ort, wo der Zug verschwunden ist, den wir hier die ganze Zeit suchen. Wir haben hier drüben noch eine Tür, da gucken wir mal rein. Da haben wir nichts, da haben wir nichts, haben wir nichts, haben wir nichts, haben wir nichts. Ne, gucken wir nochmal so nach. Nix, 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 nix. Okay. Dann schauen wir mal, ob hier irgendwo die Möglichkeit existiert. Eingestürzte Mine, Steinhaufen, Päckchen. Was? Ein Päckchen? Ein seltsames, das sieht mir nach Dynamit aus. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Es ist Dynamit. Sägemehl? Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Zielen. Ich wusste es, dass es Dynamit ist. Dynamite. Damit könnten zumindest die ist nicht eingestürzt, die Mine wurde gesprengt. Was? Ach so, und dadurch ist sie eingestürzt. Ja, okay. Kann aber zwei Möglichkeiten sein. Mine ist eingestürzt und hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren worden war. Oder die Mine wurde mit Dynamit gesprengt. Jemand wollte sie vorsätzlich zum Einsturz bringen. Ich sage erstmal Sabotage. Ich erkläre auch gleich warum. Ich glaube nicht, es wäre doch dann ein bisschen zu einfach. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, denn ich glaube, dass es hier, wie soll ich sagen, versucht wurde, gegen die Gegenpartei zu agieren, indem man das einfach einstürzt, also sprich Sabotage betreibt. Das hat aber nicht zwingend was mit dem Zug zu tun. Aber die Schienen, die fehlen, könnten mit dem überfluteten Steinbruch zu tun haben. Nö. Auch nicht damit. Okay. Auch nicht damit. Okay. Das ist schon mal ein etwas größerer Fall, würde ich mal jetzt sagen. Wie sieht es hier aus? Wir haben hier alles abgesucht, das ist gut. Wir werden jetzt nochmal nach Evesham. Ist egal wo, wir brauchen Telegraphen, um mit Mycroft uns in Verbindung zu setzen. Und natürlich ein paar Fragen zu stellen über die Firmen, die wir da gefunden und gesehen haben. Denn wer könnte uns da besser helfen als Mycroft? Oder Mycroft selber. So. Minecraft. Quatsch. Mycroft. So. Wir brauchen, wie gesagt, einen Telegraphen. Und den Telegraphen kriegen wir nicht hier. Den Telegraphen kriegen wir hier. Und auch nicht hier. Hä? Ja. So. Wo ist der? Da hinten ist er. Mycroft. Kontaktieren. Einige Zeit I asked später. Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Es gibt zwei Firmen, Barcasas aus Chile und Caracal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Minen der Firma WEA Coal kaufen. Das mexikanische Caracal-Konsortium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Barcasas-Gruppe, mithilfe ihrer einflussreichen Verbindung, sich den Zuschlag für den Kauf der Minen zu sichern. Okay, die Mexikaner waren sauer. Mexikaner gegen Chilen.
Chilenen und das. Kein Groll. Die Mexikaner hegen keinen Groll gegen die Chilenen. Geschäft ist schließlich Geschäft. Na. Nee. Da kommt noch was dazu. Mit ziemlicher Sicherheit, wenn wir mit dem Mexikaner uns unterhalten. Die Frage ist nur, wo ist der Mexikaner? Der wird vermutlich hier wieder, wo war denn das? In Doncaster war das, ne? Wird der wieder auftauchen. Oh, da sind sogar Bilder drin in dem Buch. Das ist sogar der Bahnhof. Aha. Ach, das ist unser Buch. Pass mal auf. Mit den Markierungen hier oben. Das ist unser Buch, was wir hier nutzen. Da ist er. Da ist er. Psst. Wir schnappen ihn uns jetzt. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? Ja. No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? Na, bestimmt No, nicht. I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Aha. Er kommt aus Chile und raucht mexikanische Zigarren? Dann schauen wir mal. Kräftiger Körperbau. Teure Zigarre. Teure Kleidung. Oh, wir haben einiges übersehen. Da. Falten. Okay, ist es so? So wichtig? Kampfsport. Oha. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Du rauchst mexikanische Zigarren, mein Freund. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Genau so ist es, Watson. Gut zusammengefasst. Wir schauen uns mal die Person... Oh, das sieht gut gefüllt hier oben aus. Der recht teuren Zigarrenmarke, die er raucht, und seinen Kleidern nach zu urteilen, ist der Mexikaner ein wohlhabender Mann. Ein starker Tabakgeruch umgibt ihn und sein strenger Atem deutet darauf hin, dass er zumindest in den letzten Tagen sehr viel geraucht hat. Seine Handrücken sind gerötet und voller Schwielen, was typisch ist für jemanden, der seit langem Kampfsport betreibt. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Schienen fehlen. Viacol und die Chilenen. Aha.
Und damit ist es nämlich ergänzt worden. Wütende Mexikaner. Die mexikanische Firma Caracal ist nicht gut auf die chilenische Firma Barcasas zu sprechen. Die Chilenen haben den Zuschlag für die VA Kohlminen erhalten, obwohl bereits eine Vereinbarung mit den Mexikanern bestand. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Fall ist. Chilenen an Bord gelassen. Mexikanische Falle. Die Mexikaner haben dafür gesorgt, dass die Chilenen an Bord des Zuges geblieben sind. Aus diesem Grund wurden alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aufgefordert, den Zug zu verlassen. Und mit den Mexikanern gab es keinen Deal. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Robinson hat Betrug begangen, indem er unterschiedlichen Leuten Verträge aufgeschwatzt hat. Aber die Mexikaner haben die Chilenen dem Zug entführt. So, jetzt meine Interpretation. Ne, okay. Nebengleis zwischen den Bahnhöfen Chesterfield und Evesham. Und das Nebengleis bei Evesham müssen wir noch untersuchen. Was wir auch tun werden. Chesterfield und Evesham, das wäre Doncaster. Ach, da sind wir ja. Da sind wir. Wo ist denn das Nebengleis? Da vorne? Ach so, das war hier. Haben wir hier denn noch was übersehen? Wahrscheinlich die Weiche als ausschlaggebendes Mittel. The switch is rusted, but it still works. Und damit haben wir die Untersuchung abgeschlossen. Altes Nebengleis zum Steinbruch. Schienen fehlen. Nee, doch nicht. Überfluteter Steinbruch. Mit 2 Entscheidungen könnte gesunken sein. Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am alten Nebengleis, das dorthin führt, ein Stück fehlt. Das ist Quatsch. Es könnte sehr wohl. Aber damit gibt es den Punkt, dass er nie in Chesterfield ankam. Das ist doch möglich. Also sprich, er kam in Chesterfield an. Ich erkläre dann auch gleich die Theorie. Denn in Chesterfield wurde dann nachher die Dresine raufgepackt. Und er wurde bezahlt dafür, ne, dass er die Klappe hält. Er hat Geld bekommen. Und dann könnte das hier sehr wohl reingepackt worden sein. Und jetzt müssen wir noch das Gleis in Evesham als Ausschluss definieren. Ich hoffe mal, wir finden es. Fjodor Dostojewski. Und das ist das Buch, was wir in der Hand halten. Okay, wir fahren fort. So, jetzt müssen wir das Nebengleis finden. Das hatten wir vorhin irgendwie nicht geschafft. Wo haben wir denn? Da. Da hinten ist was, ne? Oder? Eisenbahnschwellen die sind angesägt worden. Railway sleepers. Nothing unusual. Ach nee, hier ist der Zug verschwunden. Stimmt ja, hier war der Zug verschwunden. Hier ist alles clean. Ey. Oh. Framerate. Das war doch letztes Mal nicht so schlimm. Hat sich doch nicht geändert. Na doch, Treiber habe ich aktualisiert. Vielleicht hätte ich es lassen sollen. So, mal gucken. Da ist nichts. So. Wie komme ich da hin? Das Nebengleis in Evesham. Hier. Was ist das denn? Fahrrad? Oder müssen wir den Alten hier sprechen? Moment mal. The entire train has disappeared. It's a disaster.
Aber eigentlich müssen wir dort hinten. Wie kommen wir denn da hin? Warte mal, was hier? Hier ist doch noch was. Ach, guck an. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Das ist mehr als Ort. Und hier ist wieder, guckt mal, mehrere Spuren. Radspuren. Spuren eines schweren Fahrzeugs. Traces. Let's take a closer look. So, das sind wieder die 6 Fuß 7 oder so, The ne? distance between the Genau. tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Aber wie kann das hier passiert sein? Erfragen. Dabei handelt es sich um ein abgerissenes Depot in der Nähe von Evesham. Dort sind auch Spuren eines schweren Fahrzeugs mit einer Spurweite von 6 Fuß 7 Zoll zu finden, mit dem höchstwahrscheinlich Material transportiert wurde. Wir haben aber noch das Nebengleis. Mal gucken. Ich gucke mal hier noch. Das ist nix. Na, komm. Wir gehen noch zum Tor. This road should lead to the town of Evesham. Oder ist es noch nicht fertig mit Erfragen? Das kann natürlich auch sein. Nee. Wir fragen mal den älteren Herrn da nochmal. Vielleicht weiß er ja mehr. So. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Okay, hier sind auf alle Fälle Schienen geklaut worden. Altes Nebengleis zum Steinbruch, die gehören alle zusammen. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Und zwar, jetzt müssen wir mal kurz Revue passieren. Wir sind von dort abgehauen. Von dem letzten Ort auf der Strecke. Und sind dann über das Wasser zurück. Das Wasser hat keine Relevanz mit den Schienen, bin ich der Meinung. Um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Obwohl, der überflutete Steinbruch, das passt. Jemand hat die Schienen... nein, Steinbruch. Das ist meine Meinung. Der Zug wurde im überfluteten Steinbruch versenkt. Ja, und das deckt sich nämlich mit der Kohle. So, Mexikaner haben den Zug versenkt. Mensch, ich glaube, wir kommen zu einem Ergebnis. Das wäre meine Schlussfolgerung. Es war sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und versenkten den Zug im überfluteten Steinbruch, damit keine Spuren von ihrer Tat zurückbleiben.
Blinde Justiz. Das Verbrechen der Mexikaner an den Chilenen hat viele Leben gekostet. Kontaktieren Sie Lestrade, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann, selbst wenn es zu einem internationalen Konflikt kommt. Sache der Politik. Solch eine kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl. Lassen Sie Mycroft das Problem lösen, auch wenn er dafür längere Zeit benötigen und es für seine Zwecke ausnutzen dürfte. Schwierig. Ich kann mich nicht entscheiden. Mord ist Mord. Blinde Justiz. Jawohl. Wir schauen uns das Ergebnis an. Wahrscheinlich ist es zu einfach. Mal gucken. Fortfahren. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Okay, die Entscheidung führt jetzt noch zur Aktion. Well, the case is solved and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away, but... Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Einige Zeit später. Oh oh. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Oh oh. Oh oh. Watson? Watson. Oh, ich hätte auf die Hand ziehen sollen. Shit. Holmes, I had to do it. It is all right, Watson. He got what he deserved. Oh my God!
I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. After I returned from Afghanistan, I vowed never to take another human life. Watson, you did in fact save a life. You should focus on that. Now come, there is still much to do. Okay, es war sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und versenkten den Zug im überfluteten Steinbruch, damit keine Spuren von ihrer Tat zurückblieben. Der Dammbruch spielte ihnen dabei in die Karten. Sie benutzten ihre eigenen Wagen, um den Zug auf das Wasser zu schaffen und versenkten ihn dann im überfluteten Steinbruch. Einen Teil der Schienen entfernten sie, um die Tat zu vertuschen. Das Verbrechen der Mexikaner an den Chilenen hat viel Leben gekostet. Aus diesem Grund wurde entschieden, schnell zu handeln. Lestrade wird informiert werden. Gefundene Hinweise 23. Wir haben Zug versenkt. Blinde Justiz. Ist ein bisschen schwierig. Ich guck mal wieder, wie das Ergebnis für mich aussieht. Ich habe richtig gehandelt, aber die Entscheidung... Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wollen wir das andere Ende gucken? Wir machen mal das andere Ende, okay? Wir merken uns aber, dass ich mich für dieses Ende entschieden habe. Ich möchte aber noch für diese Folge für euch das andere Ende noch sehen. Auch wenn das jetzt das Korrekte wäre. Was müssen wir jetzt noch tun? Achso, wir müssen die richtige die Sache der Politik. Aber zumindest haben wir richtig gut gearbeitet. Das muss man mal hoch anrechnen. Wenngleich so die eine oder andere Stelle doch ein bisschen unübersichtlich war, haben wir uns deswegen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Fortfahren. Wir dürften den gleichen Anfangsdialog jetzt erfahren. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Yeah. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barkazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Gut, und wir werden diesmal auf die Hand zielen, ne? Mal gucken, was dabei dann the case rauskommt. is solved and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away, but... Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. Genau. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye. Goodbye.
Gentlemen. So, jetzt machen wir uns bereit. Einige Zeit später stehen sie beide auf dem Bahnsteig. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Okay. Ja! Scharfschütze als Errungenschaft. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Das ist gut Oh so. my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Ja. Das heißt, wie sieht's aus? Ich guck mal nach. Okay, die Schlussfolgerung ist egal. Die Schlussfolgerung, die Schlussfolgerung ist richtig, also wichtig, also ob man richtig geschlussfolgert hat oder nicht, aber die Entscheidung, ob Sache der Politik oder das andere, das ist vollkommen egal. Nun gut, es ist jetzt an der Stelle egal, wobei, doch, es ist jetzt egal, ich bleibe jetzt bei der letzten Entscheidung hier. Es war vielleicht, wir sind nachsichtig. 68% haben denselben Lösung oder dieselbe Lösung für den Fall. 64% haben dieselbe moralische Entscheidung getroffen. Dann wäre ich jetzt eigentlich bei den 36%. Ne? Aber ist egal. Gut. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei dem neuen Fall, das Blutbad. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Firefox. Fox.